Also die skurrilste Frage, die ich hier hatte, kam von einer jungen Frau, die hier mit einer Tütensuppe vor mir stand und mich nach kochendem Wasser fragte. Und sie meinte, sie hat heute einfach zu wenig Zeit, um die Mensa aufzusuchen und ob ich ihr irgendwie helfen kann. Ne? Draußen im Foyer kann ja also auch gegessen werden. Und dann bin ich hinter in unsere kleine Kochnische gegangen, habe Wasser für sie aufgesetzt und dann hatte sie ihr warmes Mittagessen. Hatte so gar nichts mit Büchern zu tun, aber geholfen habe ich ihr trotzdem. Hallo, ich bin Christina Wenzel. Ich arbeite in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, kurz SLUB. Und heute nehme ich euch mit auf meinen Wegen durch die Bibliothek. Dass ich Bibliothekarin werden wollte, das weiß ich tatsächlich schon relativ lange. Wir hatten in unserer damaligen Gesamtschule eine Schulbibliothek. Dort bin ich regelmäßig zu Gast gewesen, einerseits um mich mit Lesefutter zu versorgen und andererseits, weil mich die Dame, die dort gearbeitet hat, beeindruckt hat. Sie selber war unheimlich charmant und so diese Arbeit mit Büchern und zu wissen, was wollen die Leute, die zu mir kommen, das hat mich fasziniert und irgendwie war mir dann klar, das will ich auch mal machen. Ja, wenn ich morgens ins Büro komme, dann sind natürlich so die ersten Sachen, dass ich meine E-Mails checke. Der nächste Blick geht in unser Ticketsystem. Es kommen relativ viele Anfragen zu uns, wo unsere Nutzer gar nicht so richtig wissen, wen sie dafür ansprechen sollen. Deswegen gibt es über die Homepage ein Kontaktformular und wir gucken dann im Hintergrund, wer von unseren Kolleginnen das bearbeitet. Wenn das soweit erledigt ist, werfe ich einen Blick in meinen Outlook-Kalender, was für den Tag so ansteht. Heute ist er relativ vielfältig. Ich habe in den nächsten Minuten einen Online-Kurs zum Thema, wie unterstützen mich im wissenschaftlichen Schreiben sogenannte Literaturverwaltungsprogramme. Die größte Veränderung seit Corona ist, dass insgesamt deutlich weniger Leute die Bibliothek besuchen. Vor allem im letzten Jahr, das war richtig gruselig, als tatsächlich von einem Tag auf den anderen gar keiner mehr hier rein durfte. Und das war dann der Moment, wo wir uns mit all unseren Angeboten dann erstmal in den virtuellen Raum gestürzt haben. Wir haben unsere ganzen Kursangebote umgestellt. Unser Ticketsystem ist am Anfang nahezu übergequollen vor Anfragen. Da mussten wir uns dann tatsächlich erstmal so ein bisschen neu organisieren. Und für mich persönlich hat tatsächlich dieser direkte Kundenkontakt, der hat mir gefehlt. Sowohl an den Theken als auch in meinen Kursen. Ich konnte plötzlich nichts mehr Präsenz hier anbieten. Diese Interaktion mit Hilfe einer Videosoftware, am Anfang dachte ich, da geht ja gar nichts mehr. Man gewöhnt sich dran und man entwickelt sich ja auch damit weiter, womit man sich über ein Jahr praktisch ausschließlich beschäftigt. Und für mich ist es so, wenn ich jetzt doch mal wieder einen Kurs hier vor Ort anbieten kann, dann macht er mir umso mehr Spaß. Aber wir sind noch längst nicht wieder in unserem Normalmodus. Aber ich hoffe ganz, ganz doll, dass aufgrund des angesagten hybriden Semesters ab dem Wintersemester insgesamt wieder mehr Leute hierher kommen. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Wenn ich die Kurse gehalten habe, kümmere ich mich auch um die Evaluation der Kurse. Das heißt, wir lassen die dann bewerten und gucken uns die Ergebnisse an, damit wir schon Rückschlüsse daraus ziehen können, ob das, was wir anbieten, auch bei unseren Nutzern ankommt. Jetzt würde ich mich gerne noch mal um eins meiner Online-Tutorials kümmern. Diese Tutorials sind halt eine gute Möglichkeit, auch über den Weg unsere SLUB vorzustellen. So, wir haben natürlich all unsere Tutorials auf eine Seite gebracht. Wir haben die ganz bewusst so gestaltet, dass eine Registrierung oder Anmeldung gar nicht notwendig ist, sondern es ist halt eine offene Lernressource. Wir haben zum Anfang des Jahres unsere Homepage der SLUB aktualisiert. Das heißt, in dem Tutorial könnten durchaus noch so ein paar Links sein, die eventuell auf Fehlerseiten führen. Das heißt für mich, kopiere mir den aktuellen Link und aktualisiere die Seite. So, mehr ist es dann nicht, aber es muss halt gemacht werden. Es sind halt alles so kleine Schritte. Ich arbeite schon seit einigen Jahren hier in der Bibliothek, von Anfang an allerdings im Bereich Benutzung, Information. Das ist das, was ich von Anfang an hier machen wollte. Das ist für mich der schönste und abwechslungsreichste Bereich in der ganzen Bibliothek. Man ist hier nah an den Nutzerinnen und Nutzern dran. Hallo, guten Morgen. Ich bin neu nach Dresden gezogen und fange jetzt bald mein Studium an. Und ich dachte, dass es ganz cool wäre, deswegen auch so einen Bibliotheksausweis zu haben.
Genau. Ein Jahr, bevor ich das Abitur gemacht habe, stand dann schon die Frage im Raum, wenn ich das in Angriff nehmen will, was muss ich dafür eigentlich tun? In Leipzig habe ich mich beworben, wurde sofort genommen. Ja, und dann bin ich 1995 nach Leipzig gezogen, habe dann 4 Jahre Bibliothekswesen studiert an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur. Und dann habe ich ein größeres Praktikum machen müssen. Und Teile davon habe ich hier an der SLOB Dresden absolviert. Und noch während des Praktikums kam mal die Frage, ob ich nicht Lust hätte, mit der Einrichtung hier meine Diplomarbeit zusammenzuschreiben. Ja, und dann haben wir das mit der Diplomarbeit gemacht. Und dann kam tatsächlich die Frage, ob ich drüber nachdenken würde, mich hier zu bewerben. Und dann habe ich das gemacht, wurde genommen und bin hier geblieben. Einfach, weil ich dann auch hier tatsächlich wieder in der Benutzung auch gelandet bin und genau das weiterverfolgen konnte, wo ich mir im Studium schon dachte, das willst du mal machen. Die Anzahl unserer Nutzer, die wir Ende letzten Jahres erfasst haben, lag bei ungefähr 31.000. Was wir zusätzlich noch erfassen, das ist die Anzahl der Bibliotheksbesuche in all unseren Standorten. Und da sind wir letztes Jahr auf ungefähr 900.000 gekommen, was aber deutlich weniger ist als in den Jahren zuvor, weil wir Corona-bedingt ja hier auch für bestimmte Zeiten dann auch geschlossen hatten. Aber so oder so ist es eine ganze Menge, wo ich denke, das zeigt, dass die Studierenden und auch die Mitarbeiter der TU gerne zu uns kommen und unser Angebot gerne nutzen. Also am meisten Spaß machen mir tatsächlich meine Kurse und die Thekendienste. Das ist auch so unvorhersehbar, was die Leute so fragen, sodass man da also sehr flexibel sein muss. Das meiste sind schon so ganz allgemeine Dinge. Wo finde ich Buch XY oder ich möchte eine Benutzerkarte. Aber ab und an kommen tatsächlich so ein paar knifflige Sachen und das sind eigentlich die tollsten Sachen. Und am schönsten ist es, wenn der Nutzer oder die Nutzende sagt, das ist genau das, was ich wissen wollte. Daraus zieht man tatsächlich auch so eine gewisse Zufriedenheit. So, ich befinde mich jetzt gerade im Lesesaal in der Zentralbibliothek. Das ist unser Herzstück. Zum einen finde ich, ist der Lesesaal deshalb besonders, er ist in der Ebene -2 und es wirkt aber nicht so. Das ist einer der Bereiche, wo man noch am meisten Tageslicht hat, da würde man das gar nicht vermuten. Ansonsten erfüllt es mich immer mit Ehrfurcht, wenn ich hier drin bin. Eigentlich sammeln wir nahezu alles, was irgendwie gedruckt wird oder was überhaupt publiziert wird. Vor allem das mit einem gewissen sächsischen Bezug auch. Auch da sind wir verpflichtet, gewisse Sachen zu archivieren und zu dokumentieren. Unser Steckenpferd, und das macht natürlich auch den Großteil des Bestandes aus, das sind schon in erster Linie Bücher, Zeitschriften, sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form. Mittlerweile sammeln wir auch sehr, sehr viel in digitaler Form. Wir haben eine Abteilung, die kümmert sich besonders um audiovisuelle Medien. Die Gesamtzahl an gedrucktem Material, da sind wir bei knapp 6 Millionen sogenannten Medieneinheiten. Das ist halt so ein bibliothekarisches Maß. Alles in allem, was wir so an digitalen Beständen haben, sind wir bei ungefähr 600.000. Also wir haben als Bibliothek sehr viele alte Medien auch, die wir nicht einfach mehr so rausgeben können. Aber wir digitalisieren das und damit machen wir das zum einen einer größeren Nutzerschar zugänglich und wir schützen es. Was meine Favoriten sind, obwohl ich sie selber nicht in die Hand nehmen kann, das sind so diese ganz, ganz alten Drucke. Sowas wie Inkunabeln. Das sind Wiegendrucke, die stammen noch aus der Zeit eigentlich vor der Etablierung des Buchdrucks, sprich 15. bis 16. Jahrhundert. Das sind Sachen, die kriegt keiner mehr in die Hand. Und wenn doch, dann wirklich nur in dem Lesesaal für unsere Sondersammlungen. Und dann wird das auch nur mit Handschuhen angefasst. Und in diesem Raum herrschen ganz bestimmte klimatische Bedingungen. Den meisten wird wahrscheinlich der Maya-Kodex bekannt sein. Der wird bei uns im Buchmuseum ausgestellt. Und das sind so Dinge, da sage ich mir, das hat kaum noch eine andere Bibliothek. Und darauf, denke ich, kann die SLOB wirklich stolz sein. So, mein Tag ist dann heute hier in der Zentralbibliothek erstmal vorbei. Ich fahre dann noch rüber ins Textlab. Da habe ich noch eine Beratung.
ich bin jetzt in der Zweigbibliothek auf der August-Bebel-Straße angekommen. Speziell der Bereich für die Erziehungswissenschaften. Aber seit kurzer Zeit ist hier auch das Textlab untergebracht. Und da nehme ich euch jetzt mal mit rein und zeige euch das ein bisschen. Ja, das Textlab, das ist sozusagen ein Schreiblabor. Wir unterstützen hier beim wissenschaftlichen Schreiben, aber gerne auch beim kreativen Schreiben. Das Textlab ist ein Kooperationsprodukt zwischen der SLUB Dresden und dem Schreibzentrum der TU. Hier haben wir jetzt einen Schreibraum. Das ist der größte, den wir zur Verfügung haben. Und selbst unter Corona-Bedingungen können hier bis zu 12 Personen drin arbeiten. Aufgrund der Möblierung sorgen wir dafür, dass man sich einfach hier in den Bereich entspannt zurücklehnen kann. Man muss seinen Gedanken freien Lauf lassen können. Und das geht nur, wenn man das in einer Atmosphäre macht, in der man sich wohlfühlt. Ja, das Schöne hier im Textlab ist, dass man sich nicht nur konzentriert und mit dem Geist arbeitet, sondern dass man dem Geist dann auch Erholung bieten kann, indem man hier an verschiedenen Yogakursen oder Meditationsangeboten teilnimmt. Jetzt habe ich mich durch die Yoga-Einheit ein bisschen gesammelt und dann kann es jetzt weitergehen zu meinem Beratungstermin mit Helene Bär. Was für mich den Beruf der Bibliothekarin ausmacht, das ist die Arbeit mit unseren Benutzern. Dadurch, dass die SLUB sich in den letzten Jahren auch gewandelt hat, wird es hier nie langweilig. Wir haben immer wieder neue Ideen, wie man unsere Benutzer noch glücklicher machen kann. Anfang Oktober kommen wieder ganz viele neue Studierende zu uns. Denen würden wir gerne zeigen wollen, wie ihnen die SLUB beim Studieren helfen kann und sie begleiten kann. Mit dem Feedback, was wir bekommen, bin ich davon überzeugt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Und ich meine, wer kann das sagen, nach fast 20 Jahren im gleichen Beruf immer noch jeden Tag gerne hierher zu kommen? Ich würde sagen, ich habe meine Berufung zum Beruf gemacht und möchte den auch nicht tauschen. Nicht heute und ich glaube auch nicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Wenn mein Tag an der SLUB zu Ende ist, dann freue ich mich im Allgemeinen, aufs Rad zu steigen und durch den großen Garten bis nach Hause zu rollen. Und meistens gehe ich dann abends schon noch mal eine Runde zum Sport, weil auch wenn es heute vielleicht nicht so aussah, ich sitze dann doch relativ viel am Schreibtisch. Was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist tanzen. Vermutlich heute Abend auch noch. Ich hoffe, ihr konntet heute neue Einblicke aus dem SLUB-Universum mitnehmen. Wenn ihr Josef aus dem Botanischen Garten mal einen Tag lang bei seiner Arbeit begleiten wollt, dann klickt bitte hier. Und wenn ihr wissen wollt, woran die Neurobiologin Laura forscht, dann klickt bitte hier. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und drückt die Glocke.